Das hier ist meiner Meinung nach aktuell das beste 35 mm 1.4, was ihr für den E- oder L-Mount kaufen könnt. Ich habe hier das neue Sigma 35 mm 1.4 Art Objektiv in der Version 2 und ich habe mir das Ganze mal angeschaut. Ich durfte das jetzt die letzten Wochen lang testen. Wie gesagt, gibt es das Ganze für den E- und den L-Mount und wie ihr es vielleicht schon erahnt habt, ich habe es hier am L-Mount an der Panasonic Lumix S1 II und ich habe das Ganze auch an der S1 R2 getestet, damit da auch ein bisschen Auflösung dahinter ist. Gleichzeitig habe ich aber auch das Sony G-Master 35 mm 1.4 an der Sony A1 und der Nikon Z8 getestet, um das alles mal so ein bisschen zu vergleichen, um herauszufinden, welches jetzt das beste 35 mm 1.4 ist. Das Sigma, also das neue 35 mm 1.4, ist von der Verarbeitung her natürlich top. Es ist ein Art-Objektiv, da sind wir es ja gewöhnt, eine richtig gute Verarbeitung zu bekommen. Natürlich sind auch die anderen gar nicht so schlecht, aber hier haben wir natürlich das höchste Niveau. Und auch hier wird das Ganze wiedergegeben. Verarbeitungstechnisch müsst ihr euch da schon mal überhaupt gar keine Gedanken machen. Da ist auch das Sony G-Master nicht wirklich besser oder schlechter. Die sind da beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Vom Gewicht her, wir liegen hier gemessen mit Gegenlichtblende ohne Objektivdeckel bei 570 Gramm. Die E-Mount-Version liegt bei 560 Gramm und auch das Sony G-Master 3514 liegt bei 560 Gramm. Gewichtstechnisch geben die sich hier also gar nichts. In der Länge sind wir hier knapp unter 10 cm bei 94 mm, 9,4 cm und beim Durchmesser sind wir hier bei 73 mm. Wir haben einen 67 mm Filtergewinde. Wir haben also die Maße und das Gewicht eigentlich komplett identisch zum Sony G-Master. Ein paar Millimeter hin und her, aber die Objektive an sich geben sich da erstmal gar nichts. Ausstattungsmäßig bekommen wir hier zwei Funktionsknöpfe, die um 90 Grad versetzt sind. Wir haben einen Fokusring, mit dem lässt sich sehr gut manuell fokussieren. Einen Blendenring, den könnt ihr natürlich verstellen. Der ist lockbar und auch deklickbar. Das heißt, ihr könnt ihn klicken lassen oder im Videobereich eben das Klicken entfernen, damit ihr da die Blende ohne irgendwelche Geräusche gleichmäßig verstellen könnt. Und dann haben wir natürlich noch einen Umschalter AF/MF, der ist auch für mich im Videobereich natürlich sehr wichtig und das war es dann auch schon so von der Ausstattung. Das ist also meiner Meinung nach völlig ausreichend, was ihr da alles bekommt. Mehr muss es eigentlich auch gar nicht sein. Ich glaube, mehr gibt es da auch gar nicht. Also da hat Sigma auch wieder einen guten Job gemacht. Das Ganze ist natürlich auch Staub- und Spritzwasser geschützt. Ihr müsst euch da über die Abdichtung also auch keine Gedanken machen. Das war es jetzt erstmal von den Äußerlichkeiten, möchte ich es mal nennen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil und zwar der Bildqualität. Das wird euch am meisten interessieren und dafür geht es zurück ins Studio an den Rechner und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Kurz gesagt, die Schärfe ist enorm. Ich habe es 1:1 gegen das 35 mm G-Master getestet an der A1, also sogar mit mehr Megapixeln und das Ganze steht dem hier in nichts nach. Also die Schärfe ist wirklich sehr, sehr gut. Schon bei Offenblende, wie man es von einem Art-Objektiv erwarten würde, ist da die Schärfe wirklich richtig toll. Wenn wir uns die Schärfe hier im Innenbereich, im Außenbereich anschauen, wir erkennen da wirklich jedes Haar. Das ist wirklich knackscharf. Da kann man nichts sagen. Auch von den Kontrasten her und der Farbwiedergabe sieht das auch schon bei Offenblende richtig gut aus. In der Mitte, aber auch im Randbereich. Klar, ihr blendet es ein bisschen ab, dann bekommt ihr da noch einen kleinen Tick mehr Schärfe, das aber eher im Außenbereich, weil in der Mitte geht es eigentlich fast gar nicht besser. Aber ich würde das Objektiv jederzeit bei Offenblende auch im Randbereich verwenden, also da kann man wirklich nicht meckern. Jetzt ist es so, ihr habt 35 mm mit Blende 1.4, da würde euch der Randbereich in den meisten Situationen sowieso im Bokeh untergehen, da würde das nicht mal eine Rolle spielen, ob da jetzt vielleicht ein bisschen Unschärfe drin wäre, aber wie gesagt, das Ding ist scharf in der Mitte und auch außen. 11 Blendenlamellen sorgen dann auch für das Bokeh und das gefällt mir allgemein sehr gut. Jetzt kann ich natürlich sagen, es ist nicht ganz so cremig wie beim 3512. Das 3512 sieht dann noch meiner Meinung nach ein Tick besser aus, ist aber eben auch ein 1.2 Objektiv. Ihr habt auch hier keine störenden Verwirbelungen oder sonst irgendwie was im Hintergrund. Das sieht auch alles wirklich gut aus. Die Bokehbällchen an sich sehen auch sehr gut aus. Ihr habt keine heftigen Zwiebelringe oder sowas. Die sind nur ganz leicht sichtbar und ihr habt auch keinen Seifenblaseneffekt oder sowas, wo euch da irgendwelche leuchtenden Kanten hinzaubern würde. Also vom Bokeh her auch wirklich ein Traum, da kann man voll mitarbeiten. Der Autofokus,
der ist sehr schnell. So schnell, wie er an der Lumix eben sein kann. Jetzt ist es so, die S1 II hat mit den aktuellen Updates wirklich eine richtig gute Geschwindigkeit und da liefert auch das Objektiv sehr gut ab. Selbst mit den 70 FPS, die die S1 II schafft, habt ihr mit dem Objektiv keinerlei Probleme. Da wird also nichts begrenzt. Ihr habt wirklich jedes Bild, ich zeige es euch hier mal in der Bildreihe, da ist wirklich jedes Bild scharf. 70 FPS, null Probleme mit dem Objektiv. Insgesamt ist der Autofokus also, obwohl ich ihn an der Lumix getestet habe, wirklich sehr, sehr gut. Und es ist meiner Meinung nach auch einfach die beste Autofokus-Performance, die ihr gerade an der Lumix bekommen könnt. Leise ist er dabei auch noch. Ihr könnt da also auch ohne Probleme mit filmen. Ihr habt eine Naheinstellgrenze von 28 cm und da hatte ja das Vorgängerobjektiv so ein bisschen Probleme, dass im Nahbereich wirklich so ein bisschen die Schärfe gefehlt hat. Das ist hier auch nicht mehr der Fall. Also ihr habt hier jetzt wirklich auch eine gute Schärfe im Nahbereich. Da wurde nachgebessert. Liefert auch hier sehr, sehr gut ab. Im Gegenlichtverhalten, wir schauen uns das mal an, sieht es auch sehr gut aus. Ihr habt nur wenig Flares und Ghosting, ihr solltet da also gar keine Probleme damit haben. Wenn ich es herausfordere, klar, dann kann man immer so ein bisschen was sehen, aber in normalen Bildern habe ich überhaupt gar nichts gesehen. Auch die chromatische Aberration und die Low-Cas werden sehr gut kontrolliert. Bei Offenblende habt ihr im Worst Case in den Ästen so ein bisschen eine leichte chromatische Aberration, wenn ihr gegen die Sonne fotografiert. Das ist aber nichts Wildes und lässt sich auch gut korrigieren und wie gesagt, das ist im Worst Case herausgefordert und auch die Low-Cas sind sehr gut korrigiert. Trotzdem, dass ihr hier eine Blende 1.4 habt, sieht das Ganze schon sehr, sehr gut aus. Und ein weiterer Vorteil gegenüber dem 35 mm G-Master Objektiv ist das Focus Breathing. Das Sony G-Master hat da wirklich ein großes Problem und ihr habt in Sony Kameras zwar eine Breathing Compensation, die funktioniert bei dem G-Master aber auch nur sehr begrenzt. Und da kann ich euch sagen, das Sigma ist deutlich besser. Die Breathing Compensation in der Sony funktioniert mit dem Sigma nicht, aber das Sigma ist trotzdem besser als das korrigierte Sony. Und das muss schon was heißen. Da habt ihr wirklich keinerlei Probleme und ich habe auch wirklich sehr viel damit gefilmt. Ihr seht es auch hier, Focus Breathing ist da wirklich gar kein Thema. Es ist also auch voll videotauglich. Insgesamt, ihr habt es also vielleicht schon ein bisschen rausgehört und wenn man auch die anderen Reviews so anguckt, alle Leute sind begeistert. Das Objektiv liefert wirklich ab und das ist meiner Meinung nach dann natürlich schon ein kleiner Hammer. Das Sony G-Master ist ein richtig gutes Objektiv, aber das Sigma ist einfach nochmal einen Tick besser. Zum großen Finale nochmal raus in die Natur. Wir kommen zum Preis, der liegt ab April bei 999 €. Wir sehen also auch hier einen großen Vorteil gegenüber dem Sony-Objektiv. Das kostet 50% mehr. Da ist hier also schon ordentlich was gespart. Am E-Mount kommt das Objektiv eben wieder mit den Sony-Einschränkungen. Das heißt, ihr habt maximal 15 FPS, die ihr damit schießen könnt und der Autofokus ist vielleicht einen Tick schlechter. Am L-Mount habt ihr wie gesagt gar keine Einschränkungen damit und auch da ist die Konkurrenz gar nicht mal so groß. Es ist die Version 1 vom Sigma, die euch da so ein bisschen ja, eine Alternative darstellt. Oder das Sirui Aurora 3514, das auch relativ günstig zu bekommen ist, das aber lang nicht auf dem Level von dem neuen Sigma hier performt. Ihr habt da also ein bisschen die Auswahl, gerade im Sony-Bereich natürlich mit dem G-Master eine große Konkurrenz, die aber eben auch sehr viel teurer ist und meiner Meinung nach auch nicht besser ist. Meiner Meinung nach, wie zu Anfang schon erwähnt, bekommt ihr mit dem neuen Sigma hier das beste 3514, was ihr aktuell kaufen könnt. Aber mich würde natürlich auch eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare stellen. Und dann lasst mir doch einfach ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.